Okay, dann ist jetzt Stemmen dran, also arbeiten mit einem Stecheisen. Mit einem Stecheisen oder Stemmeisen. Also ich habe hier, habe ich mir vor vielen, vielen Jahren mal gekauft, diese japanischen Stecheisen. Ich bevorzuge die, weil das ein härterer Werkzeugstahl ist, als der, mit dem unsere europäischen Stecheisen gemacht sind. Und ja, ich finde, da kann man eben eine sehr schöne, sehr spitze und sehr, sehr scharfe Klinge dran anschneiden und dann kann man damit sehr gut arbeiten. Also, japanische Eisen werden nicht wie europäische Stecheisen mit so einem Klüpfel geschlagen, also mit einem Holzhammer. Den Holzhammer benutzen wir, also Schreiner benutzen ihn nicht so oft, weil sie den nicht auf Montage haben und einen Hammer immer, aber eigentlich soll man die Klüpfel dazu benutzen, weil dann schlägt Holz auf Holz und dann macht man oben die Stecheisen nicht kaputt. Also das obere Ende des Heftes lässt man auf diese Art und Weise heil. Ich habe gar kein westliches Stecheisen hier, sonst würde ich euch das zeigen, was der entscheidende Unterschied ist, der dazu führt, dass man japanische Stecheisen nicht mit einem Klüffel schlägt, sondern mit einem Hammer, also mit einem Genno, mit seinem japanischen Hammer. Ich kann es aber mal so erklären. Stecheisen haben oben herum immer diesen Ring, der heißt Zwinge, und der ist dafür da, hier die Holzfaser festzuhalten, wenn die hier Schläge abkriegt, dass die nicht hier auseinandersplittert. Ne? Das ist der entscheidende Punkt daran. Und bei westlichen Stecheisen ist es so, dass das Holz einige Millimeter, gut 5, 6 Millimeter über diese Zwinge übersteht. Und das tut es bei japanischen Stecheisen nicht, sondern es ist praktisch bündig oder steht nur minimal über. Und dann muss man es, wenn man das Stecheisen neu hat, ein bisschen so einschlagen, um hier die Faser sozusagen da oben so ein kleines bisschen umzuknicken. Und dann schlägt man eigentlich mit dem Hammer auf festes Material, was nicht weiter splittern kann. Ich meine, dieses hier sind jetzt auch noch Buchsbaumhefte, das ist sowieso super fest. Aber tatsächlich werden japanische Stecheisen mit einem Hammer geschlagen. Und zwar normalerweise mit dem kleineren hier, also mit dem mittleren, das ist so ein 375 Gramm Hammer. Ich tatsächlich bevorzuge den großen, das ist ein 570 Gramm Hammer, weil ich mag das Gewicht. Aber das ist eine Geschmacksfrage. Dennoch müssen wir natürlich erstmal klären, was ist denn der entscheidende Unterschied zwischen Sägen und Stämmen. Beide Male arbeiten wir an einem Riss, aber das Stemmen ist ein ganz anderer Vorgang, beziehungsweise es ist auch ein ganz anderes Werkzeug und deswegen passiert da was man klären muss. Das heißt also, was wir hier machen ist, wir gehen jetzt hier hin und stemmen das hier oben weg. Also diese beiden Abfallstücke, die wir da markiert haben und die wir längs ausgeschnitten haben, die sollen jetzt weg. So, das heißt, wir würden hier an dieser Stelle stemmen. Was also bedeutet, wir haben hier die Werkstückoberfläche. Und auf diese Werkstückoberfläche setzen wir das Stecheisen an. Ne? Also Stecheisen oder Stemmeisen haben immer zwei Seiten. Warte mal, ich nehme mal diese andere blaue Kreide. Ich hoffe, die sieht man ein bisschen besser. So, das ist besser. Sie haben zwei Seiten, nämlich sie haben eine durchgehende glatte Seite, bis vorne hin glatt. Das ist die sogenannte Spiegelseite. Und sie haben eine Seite, die vorne keilförmig angeschliffen ist und das ist die Phase-Seite. Also Phase mit F und nicht mit pH. Das ist was anderes. So. Und das Ding ist, jetzt haut man da oben im Hammer drauf. Das heißt, es kommt eine Kraft, die wirkt in diese Richtung. Hier so senkrecht nach unten. Was bedeutet, das Stecheisen wird in das Material hineingedrückt und wenn es gut geschärft ist, dann dringt es da ein und
und schneidet hier an dieser Stelle die Faser sauber ab. Das ist im Prinzip auch ein Schnitt, nur eben ein sehr ruckartiger Schnitt. Und wir brauchen diese Schärfe hier, um die Faser abtrennen zu können, haben aber das Problem, dass da vorne so ein Keil ist. Und dieser Keil führt jetzt zu etwas, was den Vorgang des Stemmens ganz anders macht als den des Sägens. Nämlich durch diese Phase, durch diese Keilform, entsteht beim Eindringen auch noch eine Kraft in diese Richtung, in waagerechter Richtung. Das heißt also, das Stecheisen, übertrieben, landet nicht genau senkrecht, sondern es wandert weiter nach hinten. Das ist jetzt ein bisschen zur Verdeutlichung Sachverhalt, aber man rutscht hier hinter den Riss dadurch, dass die Keilform der Phase das Stecheisen nach hinten drückt. Und weil das so ist und man das gar nicht verhindern kann, muss man diesen Vorgang antizipieren, also vorwegnehmen und danach handeln, was für uns bedeutet, man fängt nie auf dem Riss an zu stemmen, weil man mit dem ersten Mal, wo man mit dem Hammer da drauf haut oder mit dem Klüpfel oben auf das Stecheisen haut, bereits hinter dem Riss ist. Aber wir wollen natürlich hier das Gleiche haben, wie wir es haben beim Sägen, nämlich wir wollen die Schnittgenauigkeit halber Riss. Was bedeutet, wir fangen nicht auf dem Riss an, sondern davor, im Abfall. Und das zeige ich jetzt. Und dafür muss ich mir die Kamera umbauen. Also, was wir jetzt tun, ist, wir wollen diese beiden Sachen ausstemmen. Und jetzt nur mal zu Anschauungszwecken zeige ich mal, was passiert, wenn man tatsächlich auf dem Riss anfängt. Also das heißt, ich platziere das Stecheisen hier genau, jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter runter, dann sehe ich das hier besser, genau präzise auf den Riss. Ne? Stelle ich das ein bisschen senkrecht und jetzt arbeite ich hier drauf. Und jetzt, wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr feststellen, dass dieser Schnitt schon jetzt hinter dem Riss liegt. Das heißt also, die richtige Methode, das ist Ahorn hier, das heißt, das ist auch noch ein sehr hartes Holz. Bei einem weichen Holz wäre das wie Kiefer oder Fichte oder so, wäre das jetzt noch extremer. Das heißt, was ich jetzt tue, ist, das kann man hier, ich hoffe, ganz gut sehen, ist, ich stelle mich jetzt minimal vor dem Riss. Minimal heißt hier in dem Falle bei Ahorn vielleicht so ungefähr ein Zehntel Millimeter. Bei Kiefer darf das ruhig ein bisschen mehr sein. Ne? Und jetzt bin ich hier noch nicht ganz auf dem Riss. Was ich aber jetzt mache, ist, ich nehme von hier ein bisschen Material weg. Das braucht's, denn dann hat die Faser an ihrer Vorderseite wieder Platz. Und jetzt kann ich hier genau auf den Riss gehen. Und das, was abfällt, das kann nach vorne weg. Und ich kann hier sauber arbeiten. Ne? Nehme wieder von hier vorne ein bisschen weg. Und gehe jetzt hier runter. Und das ist ein Vorgang, den ich so lange wiederhole, bis ich so ungefähr die Hälfte der Materialstärke durchstemmt habe. Okay? So. Und immer wieder nehme ich von vorne etwas weg, um mir da Platz zu machen. Und das Wichtige ist, dass dieses von vorne wegnehmen immer so geschieht, dass hier vorne, hier von dem Abfallstück etwas stehen bleibt. Ich könnte das anders stemmen. Ich zeige das mal hier. Also hier habe ich schon mal reingestemmt. So, jetzt könnte ich hingehen und könnte das von vorne wegstemmen. Das würde funktionieren.
funktioniert. Ne? So. Ich könnte also immer jeweils hier stemmen und von hier vorne das Material wegnehmen. Hätte bestimmte Vorteile, weil ich dann gleich mehr Material weg habe, hat aber einen entscheidenden Nachteil. So, stemmen wir nochmal hier. Und auf den komme ich gleich zu sprechen. So. Jetzt gehe ich hier hin nochmal. Und hier, wie gesagt, mache ich das nur so. Also okay. Soweit das Stemmen im Detail. Jetzt ist es so, dass wir das Werkstück einmal umdrehen müssen, um von der anderen Seite weiterzuarbeiten. Denn man kann nicht von oben nach unten komplett durchstemmen, was daran liegt, was wir eben besprochen haben, nämlich das Stecheisen zieht sich nach hinten und arbeitet immer in Richtung unter oder hinter den Riss. Und das bedeutet, ich kann von oben nicht kontrollieren, wo ich unten rauskomme. Und das bedeutet wiederum, ich muss auf jeden Fall das Stecheisen, ich muss auf jeden Fall das Werkstück umdrehen, ne? Um jetzt hier von der anderen Seite zu arbeiten. Und wenn ich von dieser Seite arbeite, bevor ich das festspanne, zeige ich das einmal, sieht man, was der entscheidende Punkt ist, warum es notwendig ist, dass von dem Abfall hier, von dem Abfall hier etwas stehen zu lassen. Denn wenn ich das Werkstück jetzt auf der Bank festspanne, dann kann man hier sehen, entsteht hier eine Lücke. Und hier ist es jetzt so, dass auch das Abfallstück noch Kontaktfläche hat zur Bank. Was bedeutet, wenn ich jetzt hier von oben stemme, fängt das Stück im Gegensatz zu diesem hier nicht an zu federn. Und wenn es federt, reißt die Faser mitunter sehr unkontrolliert ab. Das heißt also, man kriegt ein sauberes Ergebnis immer dann, wenn man vorher auf dieser Seite so gearbeitet hat, dass man hier etwas stehen lässt. Okay? Dann drehe ich das Stück jetzt um und spanne es wieder fest. Und jetzt das gleiche nochmal. Ne? Also das heißt, hier stemmen, ein kleines bisschen vor dem Riss ansetzen. Und hier war ich jetzt schon offensichtlich so weit, dass das hier schon gleich wegfliegt. War ich schon so weit runter. Aber normalerweise ist es so, dass ich also hier erstmal hier was wegnehme. Jetzt könnte man natürlich genauso gut von vorne stemmen, aber bei einem Abfall, der so lang ist, ist es irgendwie einfacher. Ich stemme das gleich von hier. Das ist dieses Musterstück, was ich hier aus dem Abfall genommen habe, ist ein sehr, sehr wild gewachsenes Stück Ahorn. Das müsst ihr da ein bisschen sehen können. Hier sind die Fasern in alle Richtungen gewachsen. Deswegen stellt es sich beim Stemmen ein kleines bisschen an, aber das wird gehen. So. Okay. Okay, jetzt nehme ich mir ein dünnes Stecheisen und putze hier in den Ecken noch mal ein bisschen nach.
Ja. Das mache ich vorzugsweise so. Das ist die Stelle, wo man bei den japanischen Stecheisen ziemlich aufpassen muss, weil die nämlich auch hier an den Kanten sehr scharf geschliffen sind. Und wenn man hier die so über den Finger schiebt, dann kann man sich durchaus auch hier an der seitlichen Flanke verletzen. Aber so, wenn man da ein bisschen aufpasst, dann geht das, ne? Und immer von sich wegarbeiten und idealerweise das rechteckig ausgestemmt. Das ist das Stemmen quer zur Faser. Ne? Parallel zur Faser ist das Stemmen ein kleines bisschen anders. Und was daran anders ist, das seht ihr jetzt. Machen wir das mal so. Spannen das wieder fest. Denn dadurch, dass der Faserverlauf jetzt parallel zu dem verläuft, wie ich stemme, ne? Denn wenn ich so stemme, stemme ich ja parallel zur Faser. Längs zur Faser, parallel zur Faser und nicht mehr wie hier quer zur Faser. Bei dem Stück ist das natürlich eine Herausforderung, weil es eben so wild gewachsen ist. Aber schauen wir mal, was passiert. Denn die Regel hier ist ein bisschen anders. Die Regel hier lautet halber Abfall. Wenn dieses hier meine Abfallhöhe ist, so rum, das ist meine Abfallhöhe, dann gehe ich mit dem Stecheisen dahin, wo ungefähr die Hälfte der Abfallhöhe ist und stemme hier runter. Und wie man sieht, platzt das sofort weg. Das ist eine vollkommen andere Baustelle als die wir hatten, als wir quer zur Faser gestemmt haben. Warum ist das so? Weil Holz ein Material ist, das parallel zur Faser die geringste Scherfestigkeit hat. Das kommt im nächsten Video, was ist Holz als Werkstoff und wie funktioniert er überhaupt. Aber hier kann man also sehen, ich stemme jetzt halber Abfall und von dem, was übrig geblieben ist, stemme ich wieder die Hälfte weg. Bleibt wieder was übrig und davon stemme ich wieder die Hälfte weg und so weiter und so weiter. Und das so lange, bis ich unten am Riss angekommen bin. Jetzt gibt es vielleicht Mathematiker unter euch, die sagen, auf diese Art und Weise kommst du niemals unten am Riss an und erzählen, dass die Geschichte von dem Wettrennen zwischen Achilles und der Schildkröte war es, glaube ich, ne? Und der Achilles kriegt Vorsprung, aber die Schildkröte kann ihn niemals... die Schildkröte kriegt Vorsprung, so rum war es. Die Schildkröte kriegt Vorsprung und Achilles kann die Schildkröte niemals einholen, weil in der Zeit, in der er die Strecke bis zur Schildkröte zurückgelegt hat, die Schildkröte wieder ein Stück weiter ist und diese Strecke muss Achilles erst zurücklegen und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip dasselbe wie hier. Das wäre ja hier sozusagen ein Grenzwert, den man nie erreicht. Ja, das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Natürlich ist es irgendwann so, dass hier nur noch so ein bisschen steht. Und wenn hier ein bisschen steht, dann kann ich, weil das Schöne ist, dass es ein Streichmaßriss, das heißt, ich kann mich an diesen Streichmaßriss einhängen und kann jetzt hier runterarbeiten. Und hier jetzt ist wichtig, auch nicht mehr von oben bis unten durcharbeiten, sondern so, okay? Gleiches hier, nochmal. Und jetzt hier. Das Gleiche von der anderen Seite. Und damit ist das Übungsstück fertig. Und wir haben von den 4 Arbeitsgängen, die händische Holzbearbeitung immer wieder aufs Neue sind, nämlich Anreißen, Sägen, Stemmen und Hobeln, 3 schon gemacht. Anreißen, Sägen und Stemmen. Und jetzt kann man sich an diesem kleinen Werkstück noch ein bisschen angucken,
was es eigentlich bedeutet, dass Holz so ein Werkstoff ist mit diesen Eigenschaften, die es eben hat. Das kann man hier besonders gut dran sehen, denn wir haben hier im Prinzip identische Ausschnitte. Und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn man diese Ausschnitte belastet. Also, hier will man gucken, was passiert, wenn ich jetzt diese Ausschnitte hier belaste. Das heißt, ich setze hier eine Zwinge an. Und jetzt drücke ich das zusammen. Und ihr seht, es dauert bis jetzt, bis hier unten ein Knick entsteht. Jetzt geht es kaputt. Okay? Und das ist, wie gesagt, dieses wildwüchsige Stück Ahorn. Wäre das ein gerade gewachsenes Stück oder ein gerade gewachsene Kiefer oder vielleicht sogar eine Esche, dann hätte ich das wahrscheinlich bis dahin zusammenbiegen können, ohne dass dabei überhaupt irgendwas bricht. Das ist Biegefestigkeit bei so einem Ausschnitt, wenn ich längs zur Faser den Ausschnitt habe. Ne? Und wenn ich das längs zur Faser habe. Jetzt mache ich das Gleiche quer zur Faser. Also, ich setze jetzt hier wieder eine Zwinge an und ziehe an dem Stück und gucke, was passiert. Tja, so viel dazu. Holz ist ein anisotroper Werkstoff. Und was das heißt und was das bedeutet, wenn man mit Holz was arbeiten will, das klären wir ja im nächsten Film. Besten Dank. Tschö.